Leute, ich hoffe, es geht euch gut und die Hitze macht euch nicht allzu sehr zu schaffen. Im heutigen Video soll es um Skincare-Neuheiten gehen. Ich habe hier vor allem super viele Produkte aus der Drogerie, wie zum Beispiel das neue Balea Beauty Expert Cleansing Sorbet, das ich jetzt schon einige Tage teste, und noch viele weitere Produkte. Ein paar davon werde ich euch auch direkt in Aktion zeigen und dann schauen wir mal, was davon einen Blick wert ist. Zuallererst würde ich mit einem absoluten Flop-Produkt anfangen, also zumindest für mich persönlich ist das ein absoluter Fail, und zwar ist es das neue Cardia Vera Reinigungsöl mit Rose. Das ist ja die Müller Eigenmarke. Ich muss sagen, ich habe mich riesig gefreut, als ich dieses Produkt bei Müller entdeckt habe, denn es war auch einfach bis dato sehr schwer, bei Müller Produkte ohne deklarationspflichtige Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung zu finden. Deswegen musste ich das ausprobieren, aber leider lässt sich dieses Reinigungsöl überhaupt nicht aufemulgieren, beziehungsweise nur sehr schwer aufemulgieren. Das heißt, man bekommt es kaum mit Wasser runter, es bleibt ein fettiger Film auf der Haut zurück. Dadurch bekommt man natürlich auch das Make-up nicht wirklich ab, also es schmiert eigentlich nur die ganze Zeit im Gesicht hin und her, und das darf einfach bei einem Reinigungsöl nicht sein, also zumindest aus meiner Sicht. Deswegen würde ich mir das hier definitiv nicht nachkaufen. Ich werde es als Duschöl aufbrauchen, aber zur Schmutz- bzw. Make-up-Entfernung oder zum Entfernen von Sonnencreme auf dem Gesicht eignet es sich nicht, außer man betreibt Double Cleansing. Aber das ist einfach so eine Skincare-Technik, die ich nicht so gerne nutze, weil meine Haut super empfindlich ist. Zur Balea Beauty Expert Cleansing Sorbet Cream habe ich ja relativ fix einen Instagram-Post gemacht, nachdem ich gesehen habe, dass dieses Produkt gelauncht wird. Das heißt, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann solltet ihr mir unbedingt auf Instagram folgen. Und was mich in dem Fall besonders interessiert hat, ist das Versprechen, dass die Sorbet Cream Make-up gründlich entfernen soll. Leider muss ich sagen, dass das für mich persönlich nicht zutrifft. Ich muss auch dazu erwähnen, dass ich aktuell eigentlich gar keine Foundation trage, sondern immer nur Tinted Moisturizer oder hier und da so ein bisschen Concealer verwende. Das heißt, eigentlich hat hier die Cleansing Cream nicht sonderlich viel zu tun, und trotzdem reicht die Reinigungsleistung meiner Meinung nach nicht aus, weil sich das Produkt nicht gut aufemulgieren lässt. Also man hat auch danach einen relativ dicken, spürbaren Film auf der Haut, den ich persönlich überhaupt nicht mag. Das heißt, man ist eigentlich auch gezwungen, Double Cleansing zu betreiben, und wie ihr wisst, bin ich da einfach kein großer Fan von. Dementsprechend frage ich mich auch einfach, ob dieses Produkt hinsichtlich der Werbeversprechen überhaupt getestet und ausprobiert wurde, was ja auch relativ schnell gegangen wäre. Ansonsten muss ich sagen, dass es recht hautfreundlich formuliert ist. Es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, keine anderweitige Parfümierung drin. Es brennt nicht in den Augen, aber wie gesagt, die Reinigungsleistung ist kaum vorhanden. Ich mag die Performance nicht, ich mag das Hautgefühl nach dem Abspülen nicht. Auf feuchter Haut funktioniert es tatsächlich ein bisschen besser. Das mag auch daran liegen, dass Wasser hier wahrscheinlich einen recht großen Anteil ausmacht, denn es ist auch kein Ölcleanser, sondern eine Reinigungscreme, eine Emulsion, und dementsprechend flutscht das Produkt auch auf feuchter Haut ein bisschen besser und lässt sich deutlich einfacher verteilen, und es lässt sich dann auch deutlich einfacher runterspülen. Aber die Reinigungsleistung reicht meiner Meinung nach immer noch nicht aus. Also selbst wenn man es auf feuchter Haut aufträgt, mit Mascara hat das Produkt große Probleme, mit Liquid Lipstick hat das Produkt auch große Probleme. Also wenn man es aufgetragen hat, dann schmiert das Zeug einfach nur komplett über die Haut, aber lässt sich leider nicht runterspülen. Ich versuche euch das Ganze mal zu demonstrieren. Das beigefarbene ist Concealer, das schwarze ist eine handelsübliche Mascara und das rote ist ein Liquid Lipstick. Wie ihr seht, trage ich die Cleansing Cream auf trockener Haut auf, weil das auch laut den Anwendungsempfehlungen so gemacht werden kann. Ich reibe das auch eine Weile ein, und zwar auch etwas ruppiger, nur um euch zu zeigen, was passiert. Wie ihr sehen könnt, passiert da nicht sonderlich viel. Also die Mascara, der Liquid Lipstick, aber auch der Concealer werden nicht aufgelöst, obwohl ich meine Haut so stark beanspruche. Dann gehe ich mit Wasser drüber. Ihr seht,
Da passiert auch nicht sonderlich viel, also das Produkt emulgiert nur ganz, ganz leicht auf, aber ansonsten wird weder die Mascara noch der Liquid Lipstick oder gar der Concealer entfernt. Also ich denke, selbst beim Concealer könnt ihr erkennen, dass er noch da ist. Dann habe ich meine Hand wirklich mal unter den Wasserhahn gehalten und das richtig schön eingearbeitet und abgespült. Und selbst hier kann man erkennen, dass die Produkte nicht entfernt wurden. Ich werde es höchstwahrscheinlich als Duschcreme aufbrauchen oder ab und zu mal für die morgendliche Reinigung verwenden. Aber zum Make-up entfernen oder für abends, wenn man seine Sonnencreme wieder loswerden möchte, reicht es mir persönlich nicht aus. Viele von euch wollten, dass ich den neuen Beauty Glam Skin Refining Toner ausprobiere, der 2% Niacinamid enthält. Das ist eine super einsteigerfreundliche Konzentration, die talgregulierend und feuchtigkeitsbindend wirken kann. Was ich persönlich nicht so gerne mag, ist, dass das Produkt in so einer typischen Flasche daherkommt, obwohl es super flüssig ist. Und immer wenn ich das halt auf ein Wattepad drauf tue, dann weiß ich, dass es sehr, sehr schnell leer geht. Deshalb habe ich das in so eine Flasche mit Sprühkopf umgefüllt. Und so funktioniert das für mich persönlich richtig, richtig gut, geht super schnell und ich habe auch länger was von dem Toner. Ich werde mich jetzt auch mal kurz damit einsprühen. So, super angenehm, geht super, super schnell und ich verschwende, wie gesagt, deutlich weniger Produkt. Ich muss sagen, dass ich den Toner jetzt schon eine Weile verwende und ich kann jetzt nicht behaupten, dass er einen super positiven Effekt auf meine Haut hat, weil ich normalerweise höhere Niacinamid-Konzentrationen nutze, also so zwischen 4 und 5%, weil ich damit einfach die besten Erfahrungen gemacht habe. Nichtsdestotrotz ist das ein gut formulierter Toner, der eine gute Konzentration an Niacinamid enthält, die wie gesagt vor allem für Anfänger und Anfängerinnen gut geeignet ist. Wenn ihr solch ein Produkt in der Drogerie sucht, dann schaut euch das unbedingt mal an. Der Toner ist jetzt auch nicht übermäßig klebrig und performt auch wunderbar mit darauffolgenden Hautpflegeprodukten. Ein Produkt-Revival, über das ich mich riesig gefreut habe, ist dieses neue Serum von Balea Med. Und zwar ist es das Balea Med Ultra Sensitive Intensivserum mit Hyaluron, Q10 und Ectoin. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das vorherige Produkt erinnern könnt. Das war in so einer weißen Verpackung drin und hatte eine Pipette, die allerdings zur Produktkonsistenz nicht sonderlich gut gepasst hat. Das heißt, das Produkt war zu cremig, es war zu dick und ließ sich dementsprechend nicht so gut dosieren. Deshalb feiere ich einfach die Tatsache, dass man sich dafür entschieden hat, dieses Serum bzw. diese Creme in einen Pumpspender zu packen. Denn dadurch lässt sich das Produkt natürlich auch deutlich besser dosieren und es ist auf jeden Fall auch besser geschützt. Also Pipetten haben nach wie vor ihre Daseinsberechtigung, aber sie sind einfach nicht für jede Konsistenz gut geeignet und deshalb freue ich mich einfach riesig, dass es hier diesmal ein Pumpspender geworden ist. Das Produkt ist mild formuliert, es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin, keine anderweitige Parfümierung. Das heißt, für Duftstoffallergiker und Allergikerinnen gut geeignet. Das Q10 wird antioxidativ wirken, von dem Ectoin würde ich mir jetzt persönlich nicht allzu viel erwarten. Ich denke mal, es wird hauptsächlich eine feuchtigkeitsbindende Wirkung haben. Hier sind verschiedene Formen des Hyalurons drin, wird auch eine feuchtigkeitsbindende Wirkung haben und an sich kann das Produkt auch einen rückfettenden bzw. auch einen leicht pflegenden Effekt aufweisen. Ich persönlich finde die Textur und das Hautgefühl dieser neuen Creme sehr, sehr viel angenehmer im Vergleich zur vorherigen Version. Ich zeige euch das auch mal in Aktion. So sieht das Ganze aus. Und wenn man anfängt, das auf der Haut zu verteilen und einzureiben, dann wird das super leicht und angenehm. Also es fühlt sich fast schon wie eine Art Gelcreme an. Es ist nicht zu schwer, es fühlt sich nicht zu reichhaltig an, nicht zu fettig, aber ich muss sagen, dass das Produkt auf jeden Fall einen leicht glänzenden Film hinterlässt und auch so einen dezenten Pflegeeffekt aufweist. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob dieses Serum für ölige Haut gut geeignet sein wird. Ich finde es auch persönlich ein bisschen zu schwer für die jetzige Jahreszeit, weil es einfach viel zu heiß ist,
viel zu warm, die Luftfeuchtigkeit ist relativ hoch und dementsprechend habe ich einfach das Gefühl, dass das für meine Haut aktuell einfach too much ist, aber für den Frühling, Herbst und Winter kann ich mir dieses neue Intensivserum richtig, richtig gut vorstellen, in meine Abendroutine oder aber auch in meine Morgenroutine zu integrieren. Ich habe in letzter Zeit viele asiatische Sonnencremes miteinander verglichen und da wird auch noch einiges an Content auf euch zukommen, was das betrifft. Aber eine Sonnencreme, die ich auch wirklich großartig fand und die mich positiv überrascht hat, ist definitiv diese hier von Skin 1004. Die heißt Hyalucica Water Fit Sun Serum und die ist einfach super angenehm auf der Haut. Die performt wunderbar und wenn man Glück hat, dann ist diese Sonnencreme bei YesStyle auch relativ günstig zu bekommen. Manchmal kostet die gerade mal 9 bis 10 Euro und wenn man dann noch einen Rabattcode draufklatscht, ja, dann zahlt man für so eine Sonnencreme gerade mal 9 Euro, die eine wirklich tolle Alltagssonnencreme abgibt, die toll formuliert ist, viele feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthält, hautberuhigende Inhaltsstoffe und die auch noch eine großartige UV-Filterkombi aufweist und die auch noch komplett parfümfrei ist, keine ätherischen Öle enthält und die sich auch wunderbar dosieren lässt, weil man hier so einen kleinen Pumpkopf bekommt und dementsprechend kann man das auch richtig gut einschätzen, wie viel man davon braucht. Ich persönlich brauche für 1 Gramm 6 Pumphübe und die würde ich jetzt mal auftragen, um euch die Sonnencreme in Aktion zu zeigen. So eine Sonnencreme ist für mich persönlich auch ein wunderbarer Moisturizer-Ersatz bzw. Tagescreme-Ersatz. Ich habe selbstverständlich den UV-Schutz, aber auch gleichzeitig einige für die Haut vorteilhafte Inhaltsstoffe. Wie gesagt, feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe, beruhigende Inhaltsstoffe, pflegende Inhaltsstoffe und dementsprechend benötige ich jetzt auch nicht unbedingt noch einen Moisturizer darunter, vor allem jetzt bei dieser Hitze. Die lässt sich wunderbar verteilen, lässt sich easy einarbeiten, hat ein wunderschönes Finish und meine liebe Freundin Isa, die eine ölige Haut hat, mag die auch wahnsinnig gerne. Das heißt, wenn ihr auch eine ölige Haut haben solltet und eine Sonnencreme mit dezentem Pflegeeffekt sucht, dann schaut ihr euch unbedingt mal an. Ich finde die wirklich, wirklich großartig. Ich meine, die neue Entdeckung von mir von iUnique, diese Centella Sonnencreme, die ist auch richtig, richtig nice. Aber die hier, die verwende ich auch wahnsinnig gerne. Die brennt auch nicht in den Augen, hat einen großartigen Tragekomfort, funktioniert gut unter Make-up, also für alle, die gerne Foundation und Co. tragen, da macht die keinerlei Probleme. So einfach kann das Auftragen von Sonnencreme sein. Ich liebe auch den Tragekomfort, ich liebe es, wie sich diese Sonnencreme auf der Haut anfühlt, was für ein Finish sie erzeugt. Sie macht zwar dieses leicht glossy Finish, aber das setzt sich nach ca. 15 Minuten und dann sieht das nicht mehr so glänzend aus. Ich finde die einfach nur wunderschön und vertrage die auch richtig, richtig gut. Das war's schon mit dem heutigen Video. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Produkte bereits getestet habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt und das Video teilt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.